Die Liebe, ein Mysterium. Fast magisch zieht es zwei Menschen zueinander hin. So war es auch bei Lisa und Christoph. Total aufregend. Immer zusammen. Das ist wie Achterbahnfahren. Man ist sich auch unsicher. Ganz viele Gefühle, die da durch den Körper gehen. Wenn man frisch verliebt ist, da will man den anderen gar nicht auf Arbeit gehen lassen. Sind das einfach nur Hormone oder spielen auch andere Faktoren eine Rolle? Die Gene oder unsere Vorstellung von der romantischen Liebe, wie wir sie aus Büchern und Filmen kennen? Henrik Walter, Mediziner, Psychologe und Philosoph, beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, was passiert, wenn uns die Liebe erwischt. Verliebtheit ist im Prinzip wie ein hypomanischer Zustand. Ja? Man ist total glücklich, man schwebt auf Wolke 7, man kann nicht mehr richtig schlafen, man hat Hypersexualität, man denkt immer nur an den oder die andere. Und ja, das ist man könnte auch sagen, fast krankhafter Zustand, der dann aber leider eben auch nicht ewig anhält. Klar ist, frisch verliebt setzt sich der Körper quasi selbst unter Drogen mit einem Hormoncocktail. Testosteron steigert das sexuelle Begehren. Hinzu kommen Serotonin und Dopamin. Dann noch die körpereigenen Opiate, Endorphine, die steigern die Sehnsucht. Ja, Verliebtheit ist auch eine Art Sucht. Also das Dopamin ist ja am Begehren beteiligt. Und wenn man dann einen Entzug vom Stoff oder von der Droge oder von der Person hat, dann hat man das, was wir im Suchtbereich Craving nennen, wird man ein ganz intensives Verlangen und möchte unbedingt den Stoff wieder haben. Eine Erklärung, warum wir den oder die Liebste keinen Moment missen möchten. Henrik Walter hat in Studien untersucht, wie und wodurch unser Dopaminsystem eigentlich aktiv wird. Das Dopaminsystem ist ein ganz altes System im Gehirn und gehört zum sogenannten Belohnungssystem. Das heißt, es wird immer dann aktiv, wenn wir Belohnungen erhalten oder erwarten. Das ist zum Beispiel ein geliebter Partner, den wir sehen können. Es kann aber auch passieren, wenn wir Sportwagen sehen oder Geld erhalten, Schokolade essen oder Drogen bekommen. Es ist also nicht nur die Liebe, die ein starkes Verlangen auslösen kann. In einer Studie zeigte der Forscher jungen Männern Sportwagen und ihr Gehirn reagierte ganz ähnlich dem von Verliebten. Allerdings nutzt sich der Dopamineffekt relativ schnell ab. Das gilt für die neue Liebe genauso wie für den tollen Sportwagen. Dopamin wird nur ausgeschüttet, wenn etwas sehr begehrenswert oder besser ist als erwartet. Das verliebte Gehirn zeigt aber noch weitere Besonderheiten. Wir sehen alles durch die rosarote Brille, beurteilen den Partner nicht so streng. Also bei der Verliebtheit ist es nicht nur so, dass Regionen hochreguliert werden, sondern auch manche runterreguliert werden. Zum Beispiel der Schläfenlappen oder der Stirnlappen, die eher so mit Denkprozessen und Bewertungen zu tun haben, werden eher runterreguliert. Und die Amygdala, eine Region, die mit negativen Emotionen zu tun hat, wird auch runterreguliert. Nach der ersten Phase der Verliebtheit wird der Schläfenlappen wieder aktiv und die rosarote Brille verschwindet. Jetzt entscheidet sich, ob man der Beziehung eine dauerhafte Chance geben möchte. Also ein Hormon, was da eine große Rolle spielt, ist das Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon, was ja eine Rolle bei Geburt, Sexualität, Milcheinschuss etc. spielt. Und das wird immer dann ausgeschüttet, wenn man sich zärtlich oder liebevoll berührt. Das spielt natürlich dauerhaft eine Rolle, auch in der akuten Verliebtheit, aber auch in der dauerhaften Verliebtheit. Oxytocin ist das Bindungshormon schlechthin. Es stärkt das Gefühl tiefer emotionaler Verbundenheit. Doch mit wem gehen wir eine Bindung ein? Forscher vermuten, dass die Nase dabei eine wichtige Rolle spielt, denn bestimmte genetische Faktoren können Frauen an Männern sogar erschnuppern. Das ist evolutionär wahrscheinlich ein sehr bedeutsamer Mechanismus, was eben dazu führt, dass wir für die Partnersuche außerhalb von unserer eigenen Gruppe suchen. Den Einfluss des Geruchs auf die Partnerwahl hat Ilona Kreu in einer Studie untersucht. Frauen, die an T-Shirts verschiedener Männer rochen, bevorzugten eindeutig den Geruch der Männer, die ihnen genetisch wenig ähnlich waren. Denn das verspricht eine gute Genausstattung der Kinder. Beim Mann ist das so, dass dem Mann die genetischen Parameter egal sind. Danach bewertet er gar nicht. Was der typische Mann gut findet, ist die Partnerin. Also der Geruch, der ihm vertraut ist. Und zwar je länger
der Mann mit der Frau zusammen ist, desto besser findet er den Geruch. Das ist ein reiner Gewöhnungseffekt, den wir da sehen. Am Ende muss einfach die Chemie stimmen, in diesem Fall der Geruch. Und der lässt sich nicht so einfach manipulieren wie das Aussehen. Bleibt man nach der ersten Verliebtheit zusammen, kommt außer Oxytocin auch noch das Vasopressin ins Spiel. Bei einigen Tierarten hat man nachgewiesen, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem Hormon und monogamen Beziehungen gibt. Im Verlauf der Verliebtheit, wenn es sich zur Liebe entwickelt, ist es so, dass die Leidenschaft in der Regel erstmal ein bisschen abflaut, die Intimität ansteigt und der Verpflichtungscharakter oder der der Entscheidungscharakter, ich bleibe mit jemandem zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten, wie es so schön heißt, eine große Rolle spielt. Aber nicht alle Paare bleiben zusammen und meistens leidet der Verlassene viel mehr darunter. Also Liebeskummer klingt harmlos, kann aber wie eine schwere psychische Erkrankung sein, eine akute, wie eine Mischung aus einem akuten Entzugssyndrom und einer schweren Depression. Lisa und Christoph sind jetzt schon 2,5 Jahre ein glückliches Paar. Besonders das Hormon Oxytocin schweißt sie zusammen. Es wird immer wieder ausgeschüttet, nicht nur beim Sex, sondern auch bei zärtlichen Berührungen und emotionalen Momenten. Wissenschaftlich kann man zwar beschreiben, was Liebe in uns auslöst, doch was sie nun eigentlich ist, das bleibt noch weiterhin ein Geheimnis.